und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch auf dem Stellplatz in Veracruz, um unser Fahrzeug ready zu machen für die Verschiffung. Wenn ihr nicht wisst, von was wir sprechen, schaut unbedingt im letzten Video vorbei. Dort nehmen wir euch mit nach Veracruz und fangen schon mal an, unser Fahrzeug vorzubereiten. Und jetzt geht es an den Innenraum, also zumindest für mich. Thiago hat schon noch ein, zwei Arbeiten draußen zu machen, aber für mich geht es jetzt in den Innenraum. Und ja, da reinige ich jetzt auch mal wieder alles, wie zum Beispiel die Mikrowelle, die hat es schon ein bisschen nötig. Irgendwie sehen wir diese Verschiffung dann auch wieder so als ein Neustart in Südamerika, damit wir ja da wieder fresh von vorne anfangen können und auch unser Fahrzeug schön sauber ist. Aber was wir hier drin auf jeden Fall machen müssen, ist alles verstauen, was wir sowieso immer machen, während wir fahren. Aber es darf wirklich nichts mehr im Aufbau sein. Also wenn man reinschaut, muss alles weg sein. Wir wissen jetzt nicht genau, wie ernst sie das nehmen mit Fotos und alles, die lassen wir jetzt. Aber ja, das Ding ist, die ganzen Lebensmittel müssen weg. Also das heißt auch Salz, Zucker, alles, Mayonnaise, Öl, es muss alles weg. Also nix an Lebensmitteln. Das ist dann auch nicht mehr so easy peasy wie in Halifax, wo wir noch Pasta und alles mitgenommen haben. Hier ist wirklich sehr strikt und hier muss alles weg. Und darum kümmern wir uns heute. Für alle die sich fragen, was wir hier die ganze Zeit von Verschiffung erzählen: Wir verschiffen unser Fahrzeug von Mexiko nach Kolumbien. Warum wir Mittelamerika auslassen, erzählen wir euch gerne ganz in Ruhe im nächsten Video. Da gibt's ein paar gute Gründe. Eine Verschiffung gehört auf der Panamericana halt einfach dazu. Egal ob ab Panama oder eben schon ab Mexiko. Zwischen Panama und Kolumbien liegt der Darien Gap und dort gibt es schlicht kein Durchkommen. Wir haben uns für die Verschiffung für Seabridge entschieden, weil sie bereits alle unsere Daten von der ersten Verschiffung von Deutschland nach Kanada hatten. Das hat für uns vieles einfacher gemacht und wir waren letztes Mal sehr zufrieden. Preislich sind die Unterschiede zwischen den Verschiffungsagenten meist gar nicht so riesig. Die Offerte kam super schnell. Bei uns war es rund 6.200 € für den LKW. Auf See ist Biggie voraussichtlich etwa 8 Tage unterwegs. Alles, was davor und danach im Hafen passiert, braucht aber nochmals einiges an Zeit. Da können wir dann so richtig entschleunigen. Mit unserer Apotheke wissen wir ehrlich gesagt nicht genau, was wir machen sollen, weil wir haben jetzt oft gehört, dass das weggenommen wird im Hafen. Wir versuchen jetzt so viel wie möglich natürlich mit uns in unserem Gepäck mitzunehmen. Aber wir sind ja auf alles vorbereitet auf unsere Reise, also wird da nur schon ein halbes Gepäck voll sein mit unserer Apotheke. Das ist noch gar nicht alles, wir haben sogar noch so eine Schachtel voll. Ja. Das Ding ist halt, wenn im Hafen, also wenn wir alles ausladen und die dann mit der Drogenkontrolle durchkommen und die etwas finden, das nicht mit darf, dann dürfen wir das nicht mehr aus dem Hafen rausnehmen. Das bleibt dann bei ihnen und dann ist es weg. Und ja, darum ist es immer so ein Entscheid, was nehmen wir mit ins Gepäck, was lassen wir drin. Ja, mal schauen, wie wir das aussortieren.
Mittagspause. Thiago hat gezaubert. Ja, na, gezaubert, wie man das nennt. Wir essen Emulgatoren. Genau, so ist es. Und hier liegen noch Ersatzteile rum. Dafür trinken wir Coca-Cola ohne Koffein. Wow. Ja, wir werden jetzt auch älter, ne? Ja. Nee, Leute, Spaß beiseite, würde Thiago hier sagen. Wir machen jetzt Mittagspause und wir haben noch so viel von diesen Fertignudeln und eigentlich nicht mehr wirklich was Frisches zu essen. Darum gibt es jetzt das. Und vielleicht geht es danach weiter, aber die Mittagshitze, da passen wir uns dem Land an und machen dann meist Siesta. Bisschen ausgedehnter. Aber dann haben wir wieder Motivation für den Abend. Entschuldigung, haben Sie Party für uns gebucht? Ja, heute Abschiedsparty. Das wird lustig. Aber es ist ja Wochenende und die Mexikaner haben immer was zu feiern. Jetzt geht's da richtig los. Also, so ist die Situation mit unserem Essen. Wir haben halt noch viele Gewürze. Thiagos Tontöpfchen, dann Tomatensauce, Pasta. Ja, das ist jetzt halt wie es ist. Wir werden auf jeden Fall alles, was noch verschlossen ist und noch nicht gebraucht ist, werden wir hier verschenken, den Mexikanern hier geben, wenn sie Lust haben. Und alles, was offen ist, müssen wir wahrscheinlich wegschmeißen. Es ist zum Glück nicht allzu viel. Aber, naja, trotzdem ein bisschen was. Ne? Dann haben wir hier noch Thiagos Müsli, die er gefunden hat in den USA, die er so liebt. Darum haben wir hier von denen gleich ein paar mitgenommen. Und hier, das ist unsere Ecke. Das wollen wir, also das wahrscheinlich nicht. Aber da schauen wir, dass wir das irgendwie im Gepäck mitnehmen können, weil ihr kennt uns ja, das ist ganz wichtig, Aromat. Dann Bouillon. Aber gut, Bouillon gibt es eigentlich auch hier überall sehr gut. Maggi. Dann Proteinpulver. Und das ist alles so ein bisschen Proteinzeug. Ja, mal schauen. Das bringen wir bestimmt irgendwie nach Kolumbien rüber. Aber vom Rest müssen wir uns trennen. Das hört leider nicht auf mit dieser Musik hier draußen. Dazu ist es, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so tolle Musik ist, die uns hier begleitet, oder vielleicht einfach nicht unser Stil. Aber wir sind hier mittendrin und irgendwie kann man das auch nicht so gut ausschalten. Die haben hier ein Event von Subaru und verkaufen dann hier irgendwann irgendwelche Autos heute oder morgen. Und bis dahin müssen wir hier durchhalten. So Freunde, jetzt melde ich mich mal. Wir haben hier die große Party. Schaut euch das mal an. Hier geht es richtig rund. Wir sind hier immer noch am Aufräumen. War aber ehrlicherweise auch jetzt mal kurz meine Hängematte gespannt. Die Manuela ist auch mal kurz am Entspannen hier. Sie musste jetzt die Noise Cancelling Kopfhörer reinmachen, weil Musik laut und ja, Pause halt. Naja, wir haben es bald geschafft, Leute. So Leute, es ist Tag 2
das Innen ausräumen und wieder einräumen. Der Tag hat gestartet mit der sehr, sehr, sehr kalten Dusche hier auf dem Campingplatz. Die Duschen sind wirklich eine Story für sich. Normalerweise dusche ich auch hier drin, aber jetzt irgendwie, wo wir alles sauber machen, ist es ein bisschen einfacher so. Auf jeden Fall gibt es jetzt zuerst den Kaffee und dann geht es hier weiter. Ich habe ja gestern so diesen Wohnzimmerbereich hier hinten gemacht. Heute geht es in die Küche, da haben wir einiges an Zeug und Schlafzimmer. Mann, ich muss euch ehrlich sagen, heute finde ich nicht so die Motivation, irgendwas zu machen. Thiago ist schon seit einer Stunde hier aktiv draußen am Rumhantieren, weil er Biggie gerne noch von draußen reinigen möchte, was wir auch müssen. Die Radkästen sollen auf jeden Fall sauber sein für die Verschiffung. Und wir haben hier noch keinen richtigen Trockerwasch gefunden. Und jetzt machen wir das irgendwie selbst. Mal schauen, ob das dann reicht. Und ich versuche irgendwann mal so in die Gänge zu kommen. Ja, weil es steht doch noch einiges an. Und ich habe irgendwie Angst, dass noch so viel Zeug zum Vorschein kommt, für das wir irgendwie keinen Platz mehr finden. Oder, naja, mal schauen. Er findet immer irgendwelche Leute, wo er sich unterhalten kann. Oh, wir haben noch Tequila. Oh nein, eine halbe Flasche. Das ist wirklich guter Tequila. Wir trinken beide also eigentlich allgemein nicht so viel Alkohol, aber auch zu Hause trinken wir nie Tequila, weil ich glaube, die schlimmsten Geschichten entstehen mit Tequila. Aber hier in Mexiko, Leute, hier gibt es so guten Tequila und es ist jetzt echt schade, dass wir den auch weggeben müssen. Aber die Mexikaner freut es bestimmt. Wir haben gehört, zum Teil Reinigungsmittel, welches eine Zitrone drauf hat, muss man auch abgeben, weil es mit Lebensmitteln in Verbindung gebracht wird. Ich liebe mein Ziff. Ich hoffe, das bekomme ich in Südamerika auch wieder. So organisiert könnte diese Schublade eigentlich aussehen. Da frage ich mich schon ein bisschen, warum ich bis zu einer Verschiffung warten muss, bis ich hier alles wieder schön organisiert habe. Aber gut, Hauptsache, wir haben danach in Cartagena einen organisierten Biggie. Und hier noch alles, was weg muss.
Olivenöl, Essig, Proteinpulver. Naja, da kommt noch mehr dazu. Weiter geht's mit der nächsten Schublade. Da habe ich entdeckt, dass wir eine weitere Apotheke mit uns führen. Mal schauen, was sie damit machen. Ganz wichtig. Leute, wir haben eigentlich echt viele coole Gadgets, so wie sowas hier. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr euch ein Video dazu wünscht, was wir auf unserer Reise nicht mehr missen wollen, was wir dabei haben und was eigentlich völlig unnötig war. Schreibt uns gerne mal rein, dann ist das vielleicht eine neue Videoidee, die wir machen können und bestimmt auch spannend für die einen oder anderen, weil man nimmt einfach, das merken wir jetzt vor allem, viel zu viel Zeug mit, das man gar nicht benötigt. So sieht unsere Reiseapotheke aus. Ich habe jetzt all das rausgenommen, was starke Medikamente sind, also starke Schmerzmittel, Antibiotika haben wir dabei. Das nehmen wir natürlich alles mit unserem Gepäck mit, aber wir können nicht alles mitnehmen. Ja, mal schauen, das sind jetzt halt Dinge so für Erkältung, Grippe. Wir hoffen echt nicht, dass sie uns das alles wegnehmen, weil das wäre echt scheiße. Aber ja, ist doch einiges. So, jetzt haben wir all die Sachen aussortiert, die noch geschlossen sind, die wir hier den Leuten vom Campingplatz geben können. Und ja, da ist doch wirklich wahrscheinlich einiges Nützliches dabei für sie. So wie, ich weiß nicht, ob wir eine Olivenöl-Addiction haben. Wir haben irgendwie 3 Flaschen Olivenöl. Naja, es ist nicht ganz so schlimm, wie wir befürchtet haben. Wir müssen nicht viel wegschmeißen. Es sind hauptsächlich so Konserven und Gewürze, die weg müssen. Ansonsten, ja, ist es das in der Küche auch. Jetzt kommt der Tiefkühler noch. Und dann sind wir so gut wie durch. Freunde, ich bin's mal wieder. Ich bin jetzt müde. Es ist jetzt 10:30 oder so. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 3 Stunden die Karre gewaschen. Und war von oben bis unten nass. Und jetzt chill ich mal zuerst eine Runde. Denn bei uns drin, also mit Chaos, wie man sieht. Und meine Frau ist schon richtig tüchtig am Aufräumen, gell? Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist diese Welle, wo ich keinen Bock mehr habe, wieder. Oh, die kommt jeden Tag und dann ist es wieder so schwierig, dass man Motivation fasst und weitermacht. Aber es ist so viel. Und wir haben so viele Sachen, die wir gar nicht benötigen eigentlich. Du auch hinten, gell? Ja, es gab schon ein paar Sachen, ehrlicherweise, die wir eigentlich für nichts mitgenommen haben bis jetzt. Glücklicherweise, muss man auch sagen, gibt es ja Sachen, die will man auch gar nie benutzen müssen, wie zum Beispiel die Hebekissen oder die Ersatzräder oder so. Also somit, ja, sind wir ganz schön happy so, wie es ist gerade. Und jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Und dann schauen wir noch was wir noch für Atomfutter haben. Irgendwas Konservenmäßiges wird es schon noch geben zum Essen. Und ansonsten schwingen wir uns mal kurz aufs Motorrad. Das haben wir ja noch bis morgen. Und holen uns irgendwo ein paar leckere Tacos, Quesadillas, Carne Asadas oder sonst was Leckeres.
Guten Morgen, Leute. Heute ist es soweit. Unser Motorrad wird abgegeben. Wir haben 7 Uhr morgens. Wir machen uns jetzt bereit, weil um 10 Uhr müssen wir beim Agenten sein und lassen dort das Motorrad nach Hause schicken. Wir haben nicht beides mit Seabridge gebucht. Also wir haben nicht den Biggie und das Motorrad mit Seabridge gebucht. Ich weiß gar nicht warum. Weil es nicht ging. Weil es nicht ging. Danke, Thiago. Es ging also nicht. Ne, wir haben hier die Easy Overlander Mexico gefunden, heißen die. Und waren mit denen in Kontakt und schauen uns jetzt mal an, wie das so vonstatten geht. Bis jetzt hat alles reibungslos geklappt, alles über WhatsApp. Und hoffen, dass unsere Honda in Europa dann irgendwann sicher ankommt. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Die Vögel sind schon am Flieg, wir auch, weil wir sind ja Frühaufsteher. Schaut euch mal den herrlichen Sonnenaufgang an. Ah, richtig schön. Vorne ist das Meer. Wir machen uns langsam ready. Wir nehmen euch natürlich mit, wie das Ganze abläuft. Und seid gespannt. Ma per sicurezza se ne foto la data di vencimento. Ok, dale, pues gracias. Und jetzt sind wir hier und schon ist die Agentin da. Pero es original. Ah, ok. Ya escuchamos que las personas quieren removerle la plaqueta, pero es más. En los carros, pero esto como quiere va en una caja. Entonces va a ser difícil el acceso y va emplayada. Y la emplaya mi compañero arriba. Entonces prácticamente va pues cerrada. Entonces tendrían que romper y ahí se vería que le hicieron algo a la moto, pero no. So Leute. Ich habe einen ganzen guten Kopf, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir sitzen hier im Büro von Easy, wie heißen die? Hier, Easylander. Und haben jetzt uns mit der Agentin getroffen, um das Motorrad abzugeben. Jetzt warten wir noch auf den Transport von hier zur Verpackerei. Das Motorrad wird verpackt, logischerweise, und geht ja nach Europa. Und deswegen warten wir jetzt hier, bis der Transport da ist, damit wir zur Verpackerei gehen können. Wir haben noch ein Problem, dass wir die Buchungsbestätigung noch nicht haben von Europa. Leider ist in Europa mittlerweile schon nach 17 Uhr in Deutschland. Also das heißt, wir kriegen heute nichts von denen und müssen das auf morgen verschieben. Und ja, somit warten wir hier und hoffen, dass das trotzdem klappt, gell? Stay positive. Okay. ¿Paramos juntos? Sí, Okay. por favor, Okay. para que no se vayan a perder. Okay, darf ich dann nochmal die Kamera geben, nachher zum Aufsteigen? Oh, das ist aber ein grosses Auto, das finde ich. Dem können wir schon folgen. Okay, gut? Mhm. Okay, kannst du mit der Kamera bedienen. Thank you. Also, Sie sehen erst morgen wieder. Ya vemos a mañana, ¿eh? Sí, Okay. nosotros nos vemos mañana. Okay. Ya después de ahí, ¿su hotel por dónde queda? ¿Por el centro? Sí, es el Emporio. Emporio. Bueno, ok, de regreso se los paso a dejar ahí sin problema. Oh, qué perfecto. bueno. Y ya lo pasan a los paso a dejar. Okay. Están en el Emporio, de regreso se vienen contigo. Ok, sí, chicos, suerte. Muchas gracias, a mañana, Nos vemos ¿eh? Mañana.
vorne nach von der Agentur, um unsere Honda zu verpacken. Yes! Und die bleibt dann dort. Und im besten Fall kommst du dann noch aufs Schiff in 2 Tagen, wenn wir dann irgendwann diese Buchungsbestätigung bekommen. Aber Thiago ist da zuversichtlich. Ja, das klappt dann schon. Hier. Verpackungsmaterial holen wir jetzt. Interesting. Hier gibt es aber alles. Ya, ya fuerte. Son como 4. Está la madera, está la llanta. Delantera aquí. BMW. Es una Honda, ma. No, El mismo. Sí. Es ist schon ein bisschen süß, wie wir da noch dachten, dass alles ganz smooth läuft. Tja, die Honda wird uns bei dieser Verschiffung wohl doch noch ein paar Kopfschmerzen bereiten. Aber eins nach dem anderen. Fürs Erste ist sie jetzt mal abgegeben. Thiago, was ist heute eigentlich alles passiert? Naja, heute sind wir mal früh aufgestanden, wie immer. Dann ging's los, kein Frühstück, nur Shake. Und um 10 Uhr sind wir mit unserer geliebten Honda zum Hafen gefahren. Und dann haben wir, also nee, stimmt gar nicht, wir sind zur Agentur gefahren. Dann zum Verpacker. Dann waren wir was essen. Jetzt sind wir zurück, jetzt müssen wir den Rest noch aufräumen. Und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Das stimmt, aber willst du es noch aufklären mit unserer Buchungsnummer, die nicht vorhanden war? Oh Mensch, ja. Das war ein Missverständnis irgendwie. Manuela hat dann noch die Agentur angeschrieben, hier in Veracruz. Und zack, ging das los. Und dann hat man da die Buchungsnummer auch. Weil ohne die Buchungsbestätigung kann das Motorrad nicht rein in den Hafen. Und im Hafen wird dann auch später auch das Motorrad einer Drogenkontrolle unterzogen. Somit sollte das jetzt klappen. Ja, Wir hoffen es. ich denke schon. Jetzt genießen wir noch dieses Plätzchen, bis es morgen dann auch Biggie an den Kragen geht. Nächsten Sonntag um 16 Uhr ist dann Biggie dran. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit uns mitgefiebert habt. Es macht einfach doppelt Spaß, wenn so viele von euch dabei sind. Und jetzt mal kurz Real Talk mit euch, Freunde. Über 50% von euch, die unsere Videos schauen, haben noch kein Abo dagelassen. Leute, let's go! Für uns ist das ein riesiges Ding und ihr helft uns damit extrem, dieses Abenteuer weiter wachsen zu lassen. Wir freuen uns dazu über jedes Like. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, ob euch ein Video über Gadgets interessieren würde, also Dinge, die wir auf der Reise ständig brauchen, aber auch solche, die wir völlig umsonst mitschleppen. Hasta luego, amigos!